So, hey Leute, ich werde mir heute mal eure Fragen anschauen und ja, ich werde mein Bestes geben, alle zu beantworten. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Fragen. Okay, fangen wir mal an. So, erste Frage, Günther Weiß. Kannst du mir bitte sagen, was mit euch im Moment los ist? Ihr seid doch eine super Truppe und ich stehe in diesen Tagen zu euch. Ja, Günther, eine schwierige Frage. Ich denke momentan ja, fehlt uns ein bisschen auch das Spielglück. Nichtsdestotrotz, ja, war es gegen Wolfsburg insgesamt zu wenig und ja, wir sind aber alle guter Dinge und beziehungsweise wir geben alles dafür, dass es wieder besser wird. Müssen es natürlich alle zusammen machen und hoffen natürlich, dass ihr weiterhin ja, so hinter uns steht. So, nächste. Wirbel ich mal hier so ein bisschen rum. Von Bensul HD. Wie hast du dich gefühlt, wo du zum ersten Mal auf den Rasen kamst? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es die Frage so ein bisschen bezogen auf die Bayer Arena ist. Ja, es war ein schönes Gefühl. Es war mein erster Moment, ja, war hier, als ich zur Unterschrift da war, war schon ein cooles Gefühl. War zwar ohne Zuschauer, aber war schon, ja, cool hier zu sein und ja, der erste Einsatz dann sehr, sehr besonders, ja, auf dem Platz zu sein. So, was haben wir hier? Von Lelu Fußball. Bist du ein harter oder weicher Typ? Ich würde so ein bisschen von beiden sagen. Ich denke, im Fußball bin ich ein harter Typ und privat bin ich ein weicher Typ. Von daher von beiden so ein bisschen was. Von Phil Vidicek, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Mit wem verstehst du dich am meisten? Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe zu jedem einen ganz guten Draht, aber so am meisten mit Karim, Kerem und Nadim. Ja, vielleicht auch einfach aufgrund der Sprache. DJ Simon 007, welcher Trainer hat dich unterstützt, dass du ein guter Spieler bist? Welcher Trainer hat dich unterstützt, dass du ein guter Spieler bist? Also die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich habe schon viele Trainer in meiner Karriere gehabt. Ich glaube, jeder Trainer hat so ein bisschen ja, mich in der Bahn gelenkt, wo ich heute dann bin. Und irgendwann hast du dann allgemein einfach deinen Weg, den du gehst oder dich als Person hast du dich dann halt gefunden. Und wenn du einen neuen Trainer hast, kann immer noch mal ein paar neue Akzente für dich setzen. Hier ist die nächste Frage von Tillos. Wie ist die Stimmung im Moment in der Mannschaft und was ist jetzt das Ziel bis zum Saisonende? Also die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich ja, ein bisschen anders als vor 3, 4 Wochen, aber wir sind trotzdem zuversichtlich. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen, weil wir wissen, dass wir da zusammen rauskommen und von daher ist die Stimmung schon anders, aber jetzt nicht negativ, sondern trotzdem positiv. Aber bestimmte Sachen werden natürlich angesprochen. Nächste Frage von Rhein. Gemeddelt? Gibt es den Bayern-Fluch wirklich? Das ist eine gute Frage. Ich hab jetzt mit Leverkusen noch nicht so viel gegen Bayern gespielt. Aber ja, die letzten 2 Spiele nach den Spielen war ja dann nicht so optimal. Ich hoffe, dass er im Rückspiel der Bayern-Fluch dann nicht, dass es den dann nicht gibt. Nächste Frage von Hashtag Stärke Bayer. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Ja, das ist relativ klar. Also ich hatte, glaube ich, nur ein Lieblingsfach und das war Sport. Von daher relativ einfach zu befragen, zu beantworten. Frage von Maurice07. Wie war das Gefühl, das erste Mal vor den Fans von Bayern 04 zu spielen? Ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, mein erster Einsatz war gegen Borussia Mönchengladbach. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Von daher ja auch schon mit sehr viel Euphorie ins Spiel reingekommen und von daher natürlich sehr, sehr schön. Frage von Kevin Bender. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du sagtest,
zum Bayer will ich. Also ich denke mal, du möchtest wissen, warum ich zu Bayern 04 gekommen bin. Ja, es war einfach eine Chance für mich, mich sportlich einfach nochmal zu verbessern, zu verändern, dass es dann geklappt hat. Am Ende der Transferperiode war natürlich ja, für mich sehr, 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 sehr kurzfristig, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass es am Ende geklappt hat. Also Phil, wie die Checks, wie wird man so wie du? Ja, ich glaube, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Ich denke, jeder muss, ja, speziell jetzt, wenn du Fußball spielst, musst du deinen Weg finden. Ja, möchte ich ein Lauter auf dem Platz sein oder nicht? Fühle ich mich da drin wohl? Ich denke, das ist immer ganz wichtig. Aber so, du musst einfach für dich persönlich herausfinden, ja, ey, was bin ich für ein Typ? Fühle ich mich wohl in meiner Haut und ja, dann einfach dahinter stehen und durchziehen. So, Ehrenbruder Bienchen, was für einen Abschluss hast du und wie war das Zeugnis? Ich habe tatsächlich in Anführungsstrichen nur einen 10. Klasse Abschluss. In Berlin ist es damals MSA. Kann dir aber gar nicht sagen, was für ein Zeugnis das damals war, weil, ja, ich sag mal so, Schule war in der Zeit nicht unbedingt so wichtig für mich. Habe danach noch eine Ausbildung gemacht, auch noch ganz wichtig gewesen, vor allem für meine Eltern, die haben gesagt, du machst dann wenigstens noch eine Ausbildung. Aber ja, mein Zeugnis war, glaube ich, nicht so gut. Also ich habe bestanden, das war die Hauptsache. Moritz Klatt, lieber eine rote Karte bekommen oder ein Eigentor schießen? Ja, ist ja eine tolle Frage. Ist beides auf jeden Fall sehr scheiße. Dann würde ich, glaube ich, eher auf rote Karte tendieren, aber nur wenn es dann Einspielsperre ist. Also mehr als eins wäre dann auch wieder scheiße. Nee, die Frage möchte ich nicht. Hier ist eine lange Frage. Jerome Simon, was ist dein allgemein größtes Ziel und wolltest du schon immer für die Werkself spielen oder hat sich das so ergeben? Übrigens, ich war gestern im Stadion und man hat sofort gemerkt, dass als du eingewechselt wurdest, ihr viel stabiler geworden seid. Super Spiel, vor allem halt von dir. Kopf vor nächstes Spiel gewinnt ihr. Forza Bayer 04. Ja, erstmal danke, Jerome, ne, für deine schönen Worte. Ja, ist nicht so einfach, wenn man eingewechselt wird. Man versucht dann nochmal alles irgendwie zu machen. Ja, beim 2:0 ist es jetzt nicht ganz so einfach, da noch so viel zu bewirken. Aber ja, ich gebe halt mein Bestes. Und ja, freue mich, wenn es dann nächstes Mal wieder besser für uns als Mannschaft läuft. Melanie Immach, was ist dein Lieblingsfilm? Boah, auch eine gute Frage. Ja, da gibt es so viele Filme. Spiel ohne Regeln finde ich ein schöner Film. Oder Gesetz der Rache habe ich, glaube ich, auch schon 10 Mal oder 15 Mal geguckt. Aber ja, das sind so Filme, die ich gerne mir anschaue. Frage von Nuri Nuri. Wie viele Tattoos hast du und welches gefällt dir am besten? Also wie viele Tattoos ich habe, weiß ich gar nicht unbedingt. Ja, ist ja auch immer die Frage, was man irgendwie zählt. Und welches gefällt dir am besten? Ist eine gute Frage. Also am besten gefällt mir, also kann man natürlich davon sprechen, ich habe jetzt von meinen Eltern die Geburtsdaten drauf. Die sind, ja, sagen wir mal, am wichtigsten auf meinem Körper, die Tattoos. Und was gefällt mir am meisten, ich würde sagen, mein Oberschenkel-Tattoo. So, letzte Frage von Jonas. Wer ist dein Lieblingsfußballspieler? Aktuell ist mein Lieblingsfußballspieler Sergio Ramos, weil ich ihn als Person echt mag und ja, wie er auftritt auf dem Feld, sehr großes Vorbild ist und ja, einen sehr guten Eindruck macht auf und neben dem Platz. So, danke für eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte ja, einige davon gut beantworten. Seid zufrieden mit mir. Ja, stellt weiterhin so viele Fragen. Wir versuchen sie dann, ja, wenn die Zeit ist, gerne zu beantworten. Und ja, schön, dass ihr bei uns seid. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal im Stadion. Macht's gut, ne? Ciao.